Moi ja tervetuloa! Ich bin Elisa und heute koche ich kaalilaatikko, einen traditionellen finnischen Kohlauflauf. Herzhaft, deftig und einfach perfekt für die kalten Tage. Kaalilaatikko war schon zur Schulzeit mein Favorit und ich koche es immer wieder gerne. Also, los geht's! Für kaalilaatikko brauchst du einen halben Kohl, einen Zwiebel, 1 bis 2 Knoblauchzehen, eine große Karotte oder 2 kleine Karotten. Dann brauchst du noch 100 Gramm Sojagranulat, eine Gemüsebrühewürfel, etwa 100 Gramm Reis. Ich nehme gerne Basmati-Reis, aber du kannst auch jede andere Reissorte nehmen. Dann brauchst du noch 500 Milliliter Gemüsebrühe, also Teil der Gemüsebrühe habe ich schon vorbereitet. Die zweite Teil, die ich für den Sojagranulat brauche, habe ich noch nicht vorbereitet. Das werde ich in der Zeit machen, wo die Kohl angebraten wird. Dann brauchst du noch 2 Esslöffel Zuckerrübensirup. Das ist ganz typisch finnisch, also Zuckerrübensirup wird bei uns in Finnland nicht nur für süße Gerichte verwendet, sondern auch für herzhafte Gerichte. Und dann habe ich auch schon alle meine Gewürze hier vorbereitet. 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel schwarzen Pfeffer, 1 Teelöffel getrockneten Thymian und 1/2 Teelöffel Majoran. Und zum Braten brauchen wir noch etwas Olivenöl. So, und erst werde ich den Zwiebeln erst schälen und dann fein hacken. So, den Zwiebeln habe ich jetzt schon fertig und ich werde schon meine Pfanne erhitzen bei mittlerer Stufe und währenddessen kann ich dann schon die Knoblauchzehen auch schälen und fein hacken. Also die Pfanne ist schon warm. Jetzt werde ich den Pfannenboden richtig schön mit Olivenöl bedecken. Und jetzt gebe ich die Zwiebeln dazu und kurz vermischen. So, und jetzt lassen wir einfach den Zwiebel weiter braten, also ab und zu schauen und vermischen. Und wenn Öl fehlt, dann einfach etwas dazu gießen. Und in dieser Zeit werde ich noch die Karotte schälen und fein raspeln. Und dann, wenn ich so weit bin, gebe ich auch den Knoblauch und die geraspelte Karotte in die Pfanne. So kurz vermischen. Und jetzt kommt der Hauptzutat, also Kohl. Und wir brauchen nur die Hälfte, also ich werde den erst halbieren und dann den Kohl ganz fein hacken. Und du kannst den auch nach und nach schon in die Pfanne geben. So, jetzt kommt bei mir schon der letzte Teil von Kohl in die Pfanne. Und du wirst merken, dass auch bei so einer richtig großen Pfanne die Pfanne dann schon an Grenzen ist. Also die Pfanne ist jetzt schon richtig voll. Und deswegen gebe ich gerne immer den Kohl nach und nach dazu. Und wichtig dabei ist immer umrühren und jetzt einfach den Kohl schön karamellisieren lassen, weil das gibt dann den schönen Geschmack, also ab und zu mal rühren. So, und ich will hier auch keine Zeit verlieren, also in der Wartezeit werde ich schon den Sojagranulat vorbereiten. Also das könntest du einfach in einem Topf machen, indem du etwas Gemüsebrühe aufkochst und dann ja, je nach Verpackungsanleitung dann die Sojagranulat vorbereitest. Ich werde das einfacher machen. Ich werde jetzt die Gemüsebrühewürfel in meinen Topf geben. Und dann habe ich schon Wasser aufgekocht und das gieße ich dann einfach in den Topf.
Und ich lasse jetzt den Gemüsebrühewürfel erstmal auflösen. So, und dann, wenn der Gemüsebrühewürfel geschmolzen ist, gebe ich noch den Sojagranulat dazu. Und bei mir steht in der oder an der Verpackungsanleitung einfach 3 Minuten ziehen lassen. Also dann wird der Sojagranulat auch ein bisschen von der Flüssigkeit absaugen und an Volumen gewinnen. Ich mache nur den Deckel jetzt zu und lasse es ruhen und schaue wieder, wie mein Kohl aussieht. So, und dann nach ungefähr 3 Minuten werde ich die Flüssigkeit abgießen. So, und ich stelle das kurz zur Seite und ich lasse es noch abtropfen. Und jetzt sieht der Kohl schon richtig schön aus, also schön karamellisiert, hat eine richtig schöne Farbe. Und jetzt werde ich noch würzen. So, alles einfach dazugeben und auch den Zuckerrübensirup dazu. Und noch richtig gut vermischen. Und den nächsten Schritt könntest du jetzt in der Pfanne machen oder auch so wie ich direkt in der Auflaufform. Also ich habe jetzt nicht so viel Platz in der Pfanne und ich gebe einfach jetzt erst den Kohl in die Auflaufform. Und die Pfanne kann wieder auf dem Herd, also wieder mittlere Stufe, und die Pfanne ist noch warm, also ich gebe direkt etwas Olivenöl dazu. In der Zeit, wo ich warte, also bis die Pfanne so oder die Öl leicht erhitzt ist, nehme ich noch den Reis und gebe auch zum Kohl dazu. Und der Reis wird nicht im Voraus gekocht, sondern der Reis wird dann im Backofen gegart und das können wir auch schon vermischen. Und dann gebe ich noch den Sojagranulat in die Pfanne und den werde ich ganz kurz anbraten. Hier auch bei Bedarf etwas Öl nachgießen und nur leicht anbraten, so dass es eine schöne Farbe kriegt. So, und dann zum Schluss kommt noch der Sojagranulat auch dazu. Und dann nochmal kurz vermischen, so dass alles schön verteilt ist. Und bevor der Kaalilaattikko ins Ofen kommt, gieße ich noch die Gemüsebrühe dazu. Also diese Gemüsebrühe wird dann den Reis kochen und sorgt dafür, dass es dann richtig schön saftig wird. Also einfach dazu gießen. Ich werde jetzt den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze stellen und jetzt eine Stunde fertig garen lassen. Und was ich noch machen mag, ist ungefähr bei Halbzeit, also nach etwa 30 Minuten, kurz umrühren, so dass alles gleichmäßig kocht. So, der Kaalilaattikko ist jetzt fertig. Die ganze Küche duftet schon richtig lecker.
Ganz wichtig beim Servieren, die Preiselbeeren nicht vergessen. In Finnland werden Preiselbeeren sehr häufig zum herzhaften Gerichten serviert und beim Kaalilaatikko dürfen sie auch nicht fehlen. Es ist ein deftiges, sättigendes, aber leichtes Gericht, perfekt für die kalten Tage. Also probier es unbedingt mal aus und lass es dir schmecken. Tschüss und bis zum nächsten Mal.